Wir sind hier am Horizon Finishing First Event in Quickborn, ein bisschen nord von Hamburg. Und ich bin hier zusammen mit Ralf von Canon Deutschland. Ralf, warum sind Sie hier mit Horizon? Also ich bin heute hier, weil ich Standdienst habe, aber ich bin vor allen Dingen hier, weil ich seit 22 Jahren im Unternehmen bin und seit 22 Jahren für den Bereich grafische Industrie, damals Ton, jetzt Inkjet-Rolle arbeite und ganz fest daran glaube, dass das der richtige Weg für die grafische Industrie ist. Und wenn man an diesem Mustern hier ansehen, das ist selbstverständlich vom Canon-Maschinen. Ist es der ProStream oder ColorStream? Oder? Das ist unser neuestes Produkt. Wir haben ja wirklich den Technologie-Change gemacht mit der ColorStream. Ja, und das ist die ColorStream 3000 und die haben wir jetzt hochgebracht mit 1200 dpi und schon ist sie interessant für die Druckindustrie und das präsentieren wir heute. Wir haben eigentlich zur letzten Drupa, die nicht stattgefunden hat, alles in die Qualitätsstufe gebracht, was für die Druckindustrie interessant ist und deswegen passt auch der Stand heute da. Ja? Diesem Event ist ernannt Finishing First, aber das nicht, was du meinst. Du meinst, das Druck ist erst, ja? Naja, nee, für mich ist wichtig erstmal, dass der Druck, ich komme aus Deutschland, meine Eltern hatten eine Druckerei, wir sind immer noch Gutenberg gebrandet. Ist deinen Eltern ist der Drucker? Ja, meine Opa hatte auch eine Druckerei, wir sind Gutenberg gebrandet. Erst müssen wir die Qualitätsstufe liefern, dass der Drucker nicht mit der Lupe kommt. Und dann können wir uns mit der Endverarbeitung verknüpfen und dann noch mit der Software der Automatisierung. Aber wir haben unseren Job jetzt erstmal gemacht und deswegen sind wir heute hier. Und ich glaube, dass wenn man Qualität von Digitalmaschinen von Canon sehen, das ist keine Frage. Mehr geht nicht. Nee. Mehr geht nicht. So schon ist es richtig, das ist der Finishing First. Ja, das ist richtig, genau. Das ist Finishing First. Es muss so sein, ja. Wir Standard. Und wir sind mittlerweile auf dem Standard-Level. Finishing First ist noch right. Ja. Canon ist sehr stark in beide Toner und Inkjet. Wie ist, wenn man die neuen Maschinen sieht, iX 3200 und die ProStream und die ColorStream, wie geht es in Deutschland? Ist es einfach zum Verkaufen? Na, es ist schon einfach zu verkaufen, ist es nicht. Die Technologie ist die zuverlässigste Technik, aber den Technologie-Change zu machen von Offset Richtung Toner, vielleicht auch Flüssigtoner und dann abzulösen mit einer Inkjet-Technologie, das ist ein weiter Weg in Deutschland. Vor allem haben wir Überkapazitäten, sowohl in beiden Bereichen. Dann haben wir natürlich immer noch diese Blockade in Deutschland, würde ich sagen, immer bezüglich einer neuen Technologie, wenn ich klassischer Drucker bin. Aber die Chancen sind immens. Und das sieht man gerade nach der Pandemie. Also das ist wirklich. Aber ich glaube auch, dass wenn man ein großes Land ist wie Deutschland, dann ist die Auflage ist nicht so klein. So deshalb ist vielleicht Offset schon eine ganz interessante Technologie. Ich würde sagen, Offset ist einfach, wir haben einfach eine wahnsinnige Überkapazität. Es gibt immer noch einen Drucker, der das nochmal in Short Run auf einer anderen Offset-Druckmaschine produziert. Wir reden hier von Digitaldruckauflage 1. Das ist nicht der Case, das ist der Case von unserem Stammmarkt-Transaktionsdruck. Da müssen die Kunden sich erst entwickeln. Aber wir sehen gerade, wie der Rollen-Offset-Druck so stark abflacht, die Energiekosten explodieren und schon sind wir im Spiel. Man muss lang dran bleiben. Ich mache es 22 Jahre, ich mache es auch noch ein paar Jahre, bis wir das schön erledigt haben in der Region Ost und in Deutschland. Ja. Fantastisch. Und wenn man hier hast du heute mit Kunden hier gesprochen? Oder? Ich habe auch schon mit Kunden gesprochen. Ja, Kunden haben mich auch gerade schon angerufen und so, doch, das mache ich schon. Aber mit Horizon sind wir eng verbunden, selbstverständlich, weil die Produkte natürlich bei unseren Kunden stehen. Wir haben mittlerweile Gespräche, dass Kunden sagen, wir möchten eure Lösung, kümmert ihr euch um den Rest. Das heißt, ich habe mir auch schon Produkte gesichert für das nächste Projekt. So ist es eine Turnkey-Solution, das Sie liefern? Genau, ist es. Okay. Ja. Und ist es, wenn du diesem Kundenreisen herüber gesprochen haben, ist es das etwas, das ist, wie soll ich das sagen, das ist etwas, das ist, ich verstehe, das ist schwer für eine Druckerei, die immer in Offset gedruckt haben. Und hier gibt es Qualität, aber wenn es geht zum Beispiel vom Bogen zum Rollen, ist das etwas, das ist schwer ist für Druckereien zu denken? Oder? Naja, der Vorteil der Rolle ist ja die Automatisierung. Ich sehe mittlerweile, dadurch, dass ich verfolge jetzt Generationswechsel, die jüngere Generation, sagen wir mal, die jetzt einsteigen, die das von ihrer Tante übernehmen, von ihren Eltern, vielleicht auch gekauft haben, die sind komplett gelöst. Die gucken sich, wie ist das Produkt, wie sind die Volumina, wie kriege ich die Automatisierung und das ist auf jeden Fall der Fokus der Rolle.
Und die X ist natürlich ein super Nischenprodukt, um einfach zu sagen, ich steige von Toner Richtung Inkjet in den Bereich professionellen Digitaldruck. Oder das ist auch das falsche Prospekt. Das ist Falsche das Projekt, das funktioniert nicht. ja, So, okay, mit dem iX Series. Genau, ja. iX, ne? Ja. Kostet ja auch schon. Ja. Also ich sehe die Generation, die jetzt kommt, die ist ein bisschen losgelöster. Die Online-Druckereien leben es vor, dass sie sich technologisch komplett lösen und sagen einfach, ich sichere mir das Volumen. Aber der klassische Drucker, der Senior, den muss ich erstmal überzeugen. Wir kriegen mittlerweile die Söhne auf unsere Messen, unter anderem auf die Wiesen. Die gucken sich das an, wie es bei uns läuft, und dann kommt der Senior mit und muss nachher abhaken. Ne? Und deine Eltern ist schon in Das ist vorbei. Achso, Offset-Druckerei ist ein Familienbetrieb, das ist vorbei. Also es waren 4.900 Druckereien in Deutschland. Wo ich herkomme aus NRW, gab es damals 5.000 Druckereien. Das sind die Familiendruckereien, die es nicht mehr gibt. Das war 70er, 80er Jahre, haben meine Eltern ganz gut Geld verdient. Fantastisch. Danke sehr. Dankeschön. Ja.